wie wär's dann mit heute Abend? Heute Abend passt mir sehr gut. Nur wir beide oder möchtest du unbedingt Kathi und Jackie dabei haben? Nein, nicht unbedingt. Jan weiß, dass es zu gefährlich ist. Aber manchmal kommt es mir vor, als wäre das Tauchen für ihn wie eine Flucht. Eine Flucht vor der Realität. Ist nicht jedes Hobby eine Flucht? Ja, aber vor was flieht er? Und was sucht er? Heißt das, der Junge arbeitet hier? Ja, wenn er nicht gerade rumsteht. Also doch. Das ist nicht wahr, oder? Doch, leider. Aus unserer Reise wird nichts. Es tut mir echt leid. Ich wäre wirklich gern mit dir nach Sylt gefahren. Du versetzt mich und alles, was dir dazu einfällt, ist, tut mir echt leid. Ein bisschen wenig, findest du nicht auch? Ja, was soll ich denn machen? Mensch, kapier doch, das ist die Chance meines Lebens. Ich werde ins Profilager aufgenommen. Da muss ich halt ein Zusatztraining einlegen. Und ich möchte gerne mit dir an die Nordsee. Wenn ich da jetzt einen guten Eindruck mache, dann können wir uns meinetwegen später eine eigene Insel kaufen, auf Weltreise gehen oder egal, was du willst. Später, wann soll denn das sein? Wenn du in Rente gehst? Sobald ich ein paar Tage frei habe. Bis dahin bin ich alt und grau. Ich würde auch lieber ein paar Tage wegfahren. Ja, dann mach's doch. Wenn die dich nämlich wirklich wollen, dann nehmen die dich auch ohne dieses bescheuerte Training. Ohne das Zusatztraining kriege ich bei den Profis keinen Fuß auf den Rasen. Und ohne unseren Urlaub landest du bei mir maximal auf der Ersatzbank. Oh, Mensch, kapierst du nicht, was das für mich bedeutet? Du musst dich entscheiden. Das ist nicht fair. Du weißt genau, dass ich alles für dich tun würde. Dann fahr mit mir nach Sylt. Ich kann nicht. Dann geh doch zu deinem Scheißverein. Steffi, jetzt... Hau ab! Ich bin dir doch eh total egal. Hat wohl im Moment eh keinen Sinn. Ruf mich an, wenn du dich beruhigt hast. Darauf kannst du lange warten. Für Frau von Anstetten, wenn Sie bitte quittieren würden. Danke. Mensch, glaub mir doch, es ist nicht so, wie du denkst. Ich glaub dir kein Wort. Am liebsten würde ich dir... Ist schon gut, Rudi. Das ist mein Vater. Wenn das so ist, dann will ich mal wieder. Wir sehen uns. Das glaube ich kaum. Bitte, Papa, ich kann dir alles erklären. Hast du noch ein paar andere Geschichten parat? Das ist alles ein Riesenmissverständnis. Verschone mich bitte mit deinen erbärmlichen Ausreden. Und jetzt holst du deine Sachen. Ja, aber Kein Aber. Du kommst auf der Stelle mit nach Hause. mein Job. Das hat sich ausgejobbt, mein Lieber. Damit du nicht auf die Idee kommst, heimlich hinter meinem Rücken hier wieder anzufangen, teile ich dir mit, dass du bis zum Ende deiner Ferien Hausarrest hast. Was? Das kannst du ja wohl nicht machen. Ob ich das kann. Und jetzt raus hier! Krieg ich auch einen Schluck? Ich kann ja verstehen, dass du sauer bist. Und deshalb wollte ich dir anbieten, ob wir zwei nicht vielleicht doch noch zusammen in Urlaub fahren könnten. Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Naja, ich bin ziemlich sauer auf Nick. Könnte sogar sein, dass es aus ist. Wieso das denn? Weil er ein Arsch ist. Erst verlangt er von mir, dass ich unsere Fahrt an den Bodensee absage, nur damit ich nach Sylt begleiten kann. Und dann bläst er alles wieder ab, weil er trainieren will. Du Ärmste. Du hast dich sozusagen überwunden und wolltest schweren Herzens mit ihm nach Sylt fahren. Und jetzt will er nicht mehr. Mir kommen die Tränen. Das kann er nicht mit mir machen. Ja, und da habe ich halt gedacht, jetzt wo ich praktisch mit ihm fertig bin, da sollte er auch nicht mehr länger zwischen uns stehen. Naja, vielleicht sollten wir die Gelegenheit nutzen und doch noch zusammen an den Bodensee fahren. Hast du dir so gedacht? Ja, oder wolltest du die ganzen Ferien hier versauern? Wieso versauern? Köln ist doch eine coole Stadt. Aber wir hängen das ganze Jahr hier rum. Dann kommt es auf eine Woche mehr oder weniger auch nicht an.
Du willst nicht, stimmt's? Erfasst. Und warum nicht? Weil ich keinen Bock habe, den Notstopfen zu spielen. Cleo, bitte. Ich mache mir wirklich Sorgen um Jan. Nein. Er hat seine ganze Tauchausrüstung dabei. Ja, ganz bestimmt. Ich hatte halt gehofft, dass er bei dir ist. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon ein paar Stunden. Ja, du hast recht. Ich warte jetzt noch ein paar Minuten, dann fahre ich raus zum See. Und wenn er bei dir vorbeikommt, dann ruf mich an, ja? Okay, danke. Bis dann. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Das Beste wird sein, du tust erstmal, was er von dir verlangt. Ich habe aber keinen Bock, mich hier die ganze Zeit einsperren zu lassen. Jetzt sei schön brav und hör auf deinen Vater. Und dann? Ach, mir wird schon was einfallen. Clarissa, ich bin heute Abend mit Bastiane verabredet. Mein Gott, ich kann ihr aber nicht sagen, dass ich Hausarrest habe. Die lacht mich doch aus. Also was den heutigen Abend angeht, da könnte ich schon was arrangieren. So wie es aussieht, muss Walter nämlich heute leider Überstunden machen. Das wäre natürlich toll. Deswegen bleibt's aber trotzdem bei dem Hausarrest. Ich meine, ich werde wahrscheinlich nicht mehr bei dir arbeiten können. Jetzt machst du erst mal ein paar Tage bezahlten Urlaub und dann sehen wir weiter. Vielleicht wird sich Walter ja bis dahin wieder beruhigen. Na, hoffentlich. Und danke, Clarissa. Keine Ursache. Wenn du schon mal dabei bist, könntest du mir vielleicht noch einen kleinen Gefallen tun? Kommt ganz drauf an. Könntest du Bastiane sagen, dass es heute Abend ein bisschen später wird? Naja, ich muss doch noch warten. Du weißt schon. Auch das kann ich machen. Moment, was machst du denn, wenn Walter anruft und kontrolliert, ob du noch zu Hause bist? Da lasse ich mir schon was einfallen. Genau das wollte ich hören. Hey! Du Sackgesicht, Mann! Das ist nur ein Trainingsspiel. Ja, sorry. Alles klar, Ronny? Ja, geht schon wieder. Du nimmst jetzt eine Auszeit. Aber ich hab... Ab! Spielt erstmal ohne mich weiter, Jungs. Das war jetzt das zweite unnötige Foul. Was ist denn los mit dir? Nichts. Nichts. Und warum trittst du dann alles zusammen, was sich dir in den Weg stellt? Keine Ahnung, ich habe halt einen schlechten Tag. Das kann doch passieren, oder? Klar, jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber wenn du ganz nach oben kommen willst, musst du lernen, deine Probleme in der Umkleidekabine zu lassen. Leicht gesagt. Ich weiß, dass das hart ist. Aber du kannst nun mal nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. Dich 100%ig auf deinen Fußball konzentrieren und an deine Familie, deine Freundin oder sonst was denken. Junge, reiß dich zusammen. Jan? Hi. Sag mal, spinnst du? Was hast du denn? Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Wieso? Etwa weil ich tauchen war? Weswegen denn sonst? Hey, du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Scheinbar nicht. Denn wenn du nur einen Funken Verantwortungsbewusstsein hättest, dann würdest du niemals alleine tauchen gehen. Aber ganz genau das macht den Kick aus. Hast du völlig losgelöst. Um dich herum nichts als Wasser. Und wenn dir was passiert? Es ist mir aber nichts passiert. Weil du Glück hattest. Wie weit warst du denn unten? Keine Ahnung. Du weißt nicht mal, wie weit du unten gewesen bist? Ja, 10, maximal 15 Meter. Alles nach Vorschrift. Bist du jetzt zufrieden? Nein. Was denn noch? Ich will nicht, dass du auf eigene Faust tauchen gehst. Sonst kannst du dir deinen Tauchschein in den Wind schreiben. Dann tauche ich eben ohne diesen Wisch. Hallo, gut, dass ich dich treffe. Hast du Lust, mit mir auszureiten? Lust schon, aber eigentlich bin ich mit Uli verabredet.
Ach, der kommt doch eh wieder bloß, um zu sagen, dass er keine Zeit hat. Na, dann kann ich ja immer noch nachkommen. Allerdings glaube ich nicht, dass er diesmal gleich wieder weg muss. Wieso? Willst du ihn anketten? Nicht nötig. Clarissa hat mir gerade erzählt, dass sie vorhin mit ihm telefoniert hat. Sie soll mir von ihm ausrichten, dass er ein bisschen später kommt. Ach, und du glaubst, wer später kommt, bleibt länger? Nein, aber wenn er keine Zeit hat, hätte er doch direkt abgesagt. Klingt logisch. Allerdings gehört Uli zur Spezies Mann. Und bei denen weiß man nie so genau, was sie gerade denken. Falls sie überhaupt denken. Naja, so oder so, man sieht sich. Klar. Tschüss. Nee, daran kann es auch nicht gelegen haben. Bist du immer noch sauer? Ja, und ich habe auch allen Grund dazu. Du könntest tot sein. Ach, Unsinn. Abgesehen mal davon hast du selbst gesagt, das Gefährlichste am Tauchen ist die Fahrt zum Wasser. Wenn man sich an die Grundregeln hält. Und die erste Regel lautet nun mal, tauche nie ohne Partner. Ja, doch. Deshalb wollte ich ja auch unbedingt, dass du es lernst. Ich hatte gehofft, dass uns das gemeinsame Tauchen wieder näher bringt. Aber wie man sieht, war das wohl wieder mal ein Irrtum. Mein Gott, nur weil ich es ein einziges Mal gewagt habe, ohne dich runterzugehen, machst du gleich eine Beziehungskiste draus. Weil es symptomatisch ist für unsere Beziehung. Besser gesagt dafür, was davon noch übrig ist. Fängst du schon wieder mit Julia an? Julia ist nicht das Problem. Du bist das Problem. Jedes Mal, wenn wir eine gemeinsame Basis gefunden haben, tust du alles, um sie zu zerstören. Sag mal, merkst du nicht, dass du alles kaputt machst? Ja, genauso wie du mit deinen ständigen Nörgeleien. Wer war das denn jetzt? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wenn Sie sich hier auskennen? Na. Der Junge, der da gerade das Tor geschossen hat. Wissen Sie, wie der heißt? Nick. Nick Prozeski. Wieso fragen Sie? Ich bin Journalistin. Ich arbeite gerade an einer Serie über junge Talente. Wie sie leben, welche Hoffnungen sie haben, welche Ängste. Und für welche Sportzeitung schreiben Sie? Für gar keine. Ich bin bei der Tagespresse. Ich meine, wenn ich sage Talente, dann sind das nicht nur Sportler, sondern Musiker, Wissenschaftler, eben alles. Dann sollten Sie unbedingt wissen, dass der Junge gerade auf dem Sprung ins Profilager ist. Ach ja? Mhm. Wenn es einer schafft, dann er. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, das war... Er hat gerade seinen Gegenspieler auf klassische Art und Weise ausgetrickst. Also wenn man Sie so reden hört, dann sind Sie entweder sein Manager oder sein Vater. Ich bin sein Vater. Köster, freut mich, Sie kennenzulernen. Walter Prozeski, angenehm. Wo hat Nick denn früher gespielt? In Westerfelde, das liegt bei Bremen. Und warum steht er da nicht bei Werder unter Vertrag? Wissen Sie, seit Otto nicht mehr da ist, ist der Verein auch nicht mehr das, was er mal war. Und ich habe hier eine Anstellung gefunden. Und da Nick sehr an seiner Familie hängt, ist er mitgekommen. Was seiner Karriere ja auch nicht geschadet hat, im Gegenteil. Die Eintracht ist bestimmt für ihn das Sprungbrett nach oben. Ja, wahrscheinlich. Aber es waren auch andere Vereine an ihm interessiert. Der ASC Düsseldorf zum Beispiel. Klingt interessant. Glauben Sie, Ihr Sohn hätte was dagegen, wenn ich ihn mal interviewen würde? Sie würden in Ihrer Serie was über ihn schreiben? Ja. Und über seinen Vater, dem, wie mir scheint, er alles zu verdanken hat. Naja. Lola erholt sich mit. So wie Freitag. Also die Geheimen. Ja. Haben Sie diese Woche Wie im Kindergarten. Nanu? Ich dachte, du bist mit Erika und Millie im Kino. Nee, ich hatte plötzlich keine Lust. Warum? Was ist passiert? Was soll denn passiert sein? Hast du Ärger gehabt mit deiner Mutter oder Millie? Nee. Aha. Also nicht. Gibt es etwas, das man sich mal im Stück ansehen könnte? Warum hast du die Kiste an? Ich will nicht reden.
verstehen Sie Spaß nur. Ich verstehe. 71 im sonst so gediegenen. 33 Tage lang kämpfte Polizeisprecher. Komm, Stefanie, irgendetwas ist passiert. Hast du dich gestritten mit Nick? Nein. Na schön. Aber wenn du doch darüber reden willst, 20 Jahre später wollen ich bin oben. wohl keiner mehr sagen würde. Die Leute finden es ganz natürlich, dass der Nachwelt. 1999. Ihr Vater hat mir erzählt, dass Sie schon als kleiner Junge gerne Fußballspieler werden wollten. Stimmt das? Ja, schon. Ich wollte aber auch Astronaut, Pilot und Feuerwehrmann werden. Und wieso sind Sie dann doch Fußballspieler geworden? Tja, weil Daddy mit mir schon Flanken trainiert hat, als ich kaum laufen konnte. Und weil mir das so einen Spaß gemacht hat, bin ich einfach dabei geblieben. Und Oma hat mir die Regeln beigebracht. Und meine Trikots gewaschen natürlich. Möchten Sie vielleicht auch ein Schnittchen? Nein, danke. Nicht doch jetzt, Mutter. Gut. Frage ich ihm Uli. Fragen Sie Nick doch mal nach seinem Training bei den Profis. Das habe ich doch schon längst getan. Eine letzte Frage hätte ich da noch an Sie. Ist bei Ihnen nicht irgendwann mal der Punkt gekommen, an dem Sie lieber mit den anderen Jungs um die Häuser gezogen wären, anstatt zweimal täglich zu trainieren? Nee, eigentlich nicht. Und wie ist das mit Mädchen? Nun ja, ich weiß, dass sie existieren. Heißt das, dass Sie zurzeit keine feste Freundin haben? Kommt drauf an, was Sie unter fest verstehen. Eine, die Sie liebt, die Ihre Karriere unterstützt. Nee, so eine habe ich nicht. Aber dafür habe ich ja meinen Vater. Na, immer noch nichts. Fürs Kino ist es jetzt auch schon zu spät. Tja. Falls es dich beruhigt, mein Ausritt war auch nicht so toll. Zu viele Bremsen. Diese Blutsauger können einem auch den schönsten Ausritt vermiesen. Bin mal gespannt, wann Uli endlich mit uns ins Gelände geht. Na, ich aber auch. Warum rufst du ihn nicht einfach an und fragst, wann er kommt? Ich habe seine Nummer nicht. Du kannst ihn nicht mal zu Hause anrufen? Das hat sich bisher noch nicht ergeben. Das ist doch das Erste, nach dem ich frage. Pass auf, er gibt dir seine Nummer nicht und er versetzt sich dauernd. Also wenn du mich fragst, sind das alles Anzeichen dafür, dass er zweigleisig fährt. Quatsch. Es spricht aber alles dafür. Du glaubst wirklich, dass Uli... Wie kommst du eigentlich dazu, ihm sowas zu unterstellen? Du kennst ihn doch kaum. Kennst du ihn besser? Na, ist deine große Pressekonferenz vorbei? Mhm. Das oder das? Ja, sag schon, ich muss weg. Ja, wohin? Ich habe ein Date. Mit einem Mädchen? Nee, mit einem Alien. Und dein Hausarrest? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mich hier einsperren lasse? Würde ich mir an deiner Stelle auch nicht gefallen lassen. Allerdings, wenn Daddy mitkriegt, dass du weg bist, der rastet glatt aus. Wetten, dass er es gar nicht merkt? Ich gehe schon. Was hast du denn vor? Ich habe einen genialen Plan. Und das ist Teil 1. Ich muss noch mal weg. Kann spät werden. Nicht schlecht. Perfektes Timing. Papa ist jetzt mindestens bis 1 Uhr beschäftigt. Wichtiger Auftrag für die Agentur. Und Teil 2 von deinem Plan? Das bist du. Für den Fall, dass er einen Kontrollanruf macht. Kein Bock. Ich bin auf dem Klo. Der Alte kann... Ganz schön raffiniert. Und? Hilfst du mir? Na, Ehrensache. Ach so. Das da. Ja, nun komm schon. Je früher ihr miteinander redet, desto besser. Wenn er gar nicht mit mir reden will. Dann knüpfe ich ihn mir vor. Jan? Jan? Er ist weg. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Vielleicht muss er nur schnell ins Studio. Dann rufe ich ihn an. Was ist das denn? 2-mal Milch, Käse, Joghurt? Auf der Rückseite steht auch was. Mach dir keine Sorgen, Jan. Oh nein. Seine Tauchsachen sind weg. Meinst du, er ist wieder alleine runter? Mhm. Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, aber du kannst die Daumen halten, dass ich ihn finde. Soll ich mitkommen? Nein, aber hältst du die Stellung hier, ja? Mach ich ja. Bis dann. Bis dann.
Kann ich reinkommen? Ja, klar. Gehen wir in mein Zimmer? Setz dich doch. Danke, ich stehe lieber. Willst du was trinken? Ich bin eigentlich bloß gekommen, weil ich... Egal warum. Hauptsache, du bist da und alles wird so wie vor unserem blöden Streit. Gerade weil ich das nicht will, bin ich gekommen. Nick, ich hab dich unheimlich gern und es würde mir wahnsinnig leid tun, dich zu verlieren. Aber so wie unsere Beziehung war, das will ich einfach nicht mehr. Wenn du willst, dass ich bei dir bleiben soll, musst du vorher einiges ändern. Und was? Du musst mehr mit mir zusammen unternehmen. Ja, das würde ich ja gern, aber mein Training. Das musst du eben mal ausfallen lassen. Du weißt genau, dass ich das nicht bringen kann. Ich weiß, dass du dich entscheiden musst. Und zwar schnell. Entweder wir fahren nach Sylt oder du kannst unsere Beziehung vergessen. Aber Steffi, du weißt doch genau... Denk drüber nach und ruf mich morgen an. Sorry, aber Uli, weißt du eigentlich, wie spät es schon ist? kurz nach 7. 7? Es ist fast 8. Echt? Schau selbst. Oh Mann, dann bin ich ja viel zu spät. Tut mir leid. Meine Uhr scheint wohl irgendwie den Geist aufzugeben. Schon okay. Aber vielleicht solltest du über Gelegenheit eine neue Uhr kaufen. Äußerst ungern. Meine Uhr kann viel mehr als andere Uhren. Und was zum Beispiel? Ups.